Ja, wie startet man so ein YouTube-Video? Keine Ahnung. Hi, ich bin Miguel, ich bin eigentlich Zahntechnikermeister, mache Videografie, habe eine Podcast-Agentur. Aber um mich geht es in diesem Video nicht, denn es geht um die neue Ducati Panigale V2S von 2025, die ich mir als Zweitfahrzeug gekauft habe. Und ob dieses Motorrad ein Anfängerfahrzeug ist mit rund 120 PS und ob es für mich ein ideales Zweitfahrzeug ist, das erfährst du in diesem Video. Wir machen ein Unboxing, beziehungsweise der Rupert von Ducati Nebel aus Obersöchering macht ein Unboxing und ich stelle einfach blöde Fragen. Weil ich fahre zwar gerne Motorrad, aber ich habe was ganz anderes gelernt, kenne mich dementsprechend nicht damit aus. Und vielleicht bist du genauso wie ich und sagst, mich interessiert dieses Motorrad, aber ich habe keine Ahnung und spielst mit dem Gedanken, dir dieses Motorrad zu kaufen. Oder vielleicht brauchst du auch einfach nur ein paar Informationen und dann ist dieses Video auf jeden Fall das Richtige für dich. Und ich würde sagen, viel Spaß mit diesem Video. Ich habe hier den Rupert neben mir, ich bin bei Ducati Nebel in Obersöchering. Ich habe mir dieses schöne Motorrad gekauft und viele von euch werden jetzt wahrscheinlich ein paar Fragen dazu haben. Ich habe da keine Angst, ich kann Motorrad fahren, deshalb habe ich den Rupert neben mir. Wir zeigen euch in diesem Video, wie das Motorrad geliefert wird und was die ersten Schritte sind, ja, bevor es ausgeliefert wird. Ne? Genau, bevor es dann an den Kunden weitergeht. Und so soll es dann fast zum Schluss ausschauen. Genau, in diesem Video seht ihr natürlich, wie das Ganze ausgepackt wird und deshalb viel Spaß bei diesem Video, wenn ihr mehr wissen möchtet. Abonniert den Kanal, schaut auch mal bei denen auf der Seite vorbei, auf der Instagram-Seite, auf dem YouTube-Kanal habt ihr nicht, aber auf der Website kann man vorbeischauen. Genau. Oder habt ihr einen YouTube-Kanal? Ne, YouTube-Kanal haben wir nicht, aber Website, da könnt ihr dann alle aktuellen Gebraucht- und Neufahrzeuge sehen, wo wir bei uns im Geschäft haben und ansonsten auch jederzeit gern vorbeischauen. Genau, ihr erfahrt in diesem Video auf jeden Fall auch, was es Neues bei diesem Motorrad gibt, weil zum Beispiel die Desmod Romic ist ja jetzt ausgelaufen quasi. Genau. Und ob das Motorrad überhaupt was für euch ist oder nicht, das erfahrt ihr auch in diesem Video. Danach könnt ihr es auf jeden Fall einschätzen. Also viel Spaß bei dem Video. Okay, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben hier eine komplett verpackte, die kommt jetzt direkt aus Italien eigentlich. Genau, direkt von Bologna. Hier unten ist das Typenschild Panigale 896S. S halt mit Öl ins Fahrwerk. Da würde ich mal sagen, fangen wir mal an mit dem Auspacken, oder? Ja. Genau. Die Spezialmodelle kommen in Holzverpackungen, ne? Genau, die haben Holzverpackungen gehabt, die Weltmeister-Edition. Das hier aus Pappe haben, das sieht cool aus. Klar, das können wir da ausschneiden, logisch. So. Zack, in die Verkleidung rein. Ne, da ist schon ein bisschen mehr Platz. So, warte schnell. Nehme ich gleich mal weg. Genau, das können wir gleich mal wegstellen. Wo willst du das hin haben? Das stellen wir jetzt einfach bloß derweil hier hin. Das fällt wahrscheinlich sowieso um. Genau, so. Krass. Aber jetzt weiß ich auch, was du meinst mit verzurrt und so, dass es nicht zu lang steht. Genau. Also wir versuchen halt immer zu vermeiden, dass die Fahrzeuge recht lang in diesen Gestellen stehen. Weil die sind, also bei der jetzt nicht unbedingt, unten, aber oder? genau, die sind einfach fest verschraubt und bei den großen Motorrädern, also Multistrada oder so, die sind wegen der Höhe ziemlich, da ist hier noch ein Spanngurt drin und die sind dann eingefedert und dadurch sind die Federn einfach sehr belastet. Und dann schauen wir, dass wir das natürlich vermeiden. Genau, hier hast du dann noch dein Beipack, da steht auch nochmal die Fahrgestellnummer drauf, da ist dann Spiegel, Batterie, Kennzeichen heute und die ganzen Anbauteile dabei. Die V2S, die wird ja ohne Sitz ausgeliefert, oder? Ist auch hier drin. Okay, also die könnte man theoretisch umbauen als Genau. mit Beifahrersitz. Genau. Da gibt es dann die Sozius-Fußrasten dazu und das andere Heck. Der Schlüssel steckt schon drin. Genau. Da sind Ein jetzt- Schlüssel ist drin und der andere Ersatzschlüssel ist in dem Beipack drin. Die wird jetzt die ist ohne Flüssigkeiten, oder? Ohne Öl, ohne Bremsflüssigkeit? Öl und Bremsflüssigkeit ist drin, nur okay. Batterie fehlt. Okay. Die werden ja im Werk dann auch getestet, also die haben schon 2 Kilometer drauf, wenn die von Werk aus kommen. Hat die eine Lithium-Ionen-Batterie oder was hat die für eine? Die S müsste eine Lithium-Ionen-Batterie haben, ja. Da dürfte auch das Ladegerät von deiner V2 passen. Ich habe kein Ladegerät. Ach so, wenn du mal eins hast, weil deine V2 hat ja auch eine Lithium-Ionen-Batterie. Ja. Und dann würde sogar das gleiche Ladegerät passen für Haben die. die gleiche Felgengröße eigentlich? Ja, die haben auch vorne hinten 17 Zoll. Bloß die haben einen schlankeren Reifen hinten. Du hast ja, glaube ich, hinten 180er.
Ah, okay, was hätte ich mich gedacht, wenn man einen Reifen kauft? Nee, tatsächlich doch die 190er drauf. Das heißt, ich könnte 6 Sätze Reifen kaufen und die würden bei beiden Motorrädern passen? Genau. Ah, okay, praktisch. Kann man so sagen. Habe ich nämlich schon überlegt, weil manchmal hast du ja auch so Modelle, die werden dann immer nicht mehr produziert, aber du findest die Reifen gut. Oh, sind die Lenkenden hier offen? War das da befestigt? Da kommen jetzt dann bloß noch die Lenkergegengewichte rein. Ich glaube, okay. Das ist einfach aus dem Grund, dass weil die sind ja matt, dass die einfach, glaube ich, nicht beschädigt werden. Die Bremshebel, die kann man bestimmt auch anpassen, oder? Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich habe mich immer gefragt beim Motorradfahren, warum ich Daumenschmerzen habe. Und dann habe ich ein Video gesehen, dass man diesen Winkel einstellen kann. Du kannst das einstellen, vorne über die Schraube, genau. Da kannst du einstellen, wie weit der Bremshebel praktisch vom Griff weg ist. Warte. Ich habe nämlich gedacht, man kann diesen Winkel hier auch einstellen, den. Weißt du, vom Griff? Bei deiner ja, in dem Fall nicht, weil die Stumme sind hier fest verschraubt. Ja. Aber bei deiner wird das theoretisch gehen. Da ist unten eine Klemmung, die kannst du aufmachen und dann kannst du deinen Stumme Mir fällt nur auf, dass ich mich nicht immer so abstütze. Aber das liegt auch an der Sitzposition. Was man auch machen kann, ist, man kann hier die Klemmungen aufmachen und kann dann den Bremshebel hier in der Höhe oder Kupplungshebel in der Höhe verstellen. Das wäre auch möglich. Ja. Weil das ist natürlich tatsächlich auch alles größenabhängig, ob das dann für deine Größe passt. Wie lange dauert das, bis so ein Motorrad geliefert wird, bis auslieferungsfähig ist? Was müsst ihr da noch machen? Weil Flüssigkeiten sind drin. Kommt drauf an. Also jetzt, wo wir noch vor der Saison sind die Lieferzeiten relativ gut, hast du gesehen, das hat jetzt eine Woche gedauert. Ja. Kommt eben auch darauf an, ob die Fahrzeuge auf Lager sind. Bei den Italienern ist es so, die produzieren immer chargenweise. Also die produzieren jetzt meinetwegen 2 Wochen Panigale V2 und dann 2 Wochen Multi V4. Und dementsprechend muss man immer schauen, was gerade auf Lager ist und was verfügbar ist. Aber also jetzt waren die denn auf Lager oder kam das gerade vom Fließband quasi? Nee, die war tatsächlich in Bologna auf Lager. Ah, okay. Ich glaube, hier steht sogar, hier kannst du es sehen. Final Check war 20.02. Also ja, letzte Woche haben sie dann den Final Check gemacht und dann ist das Fahrzeug rausgegangen. Schlafanzug aus. Und jetzt ist das Wichtigste, auf Transportschäden zu schauen, weil das ist jetzt der einzige Moment, wo du die Chance hast, das aufzunehmen. Wenn es jetzt aus dem Gestell raus ist, dann ist es auch vorbei mit jeglichen, sage ich mal, Ansprüchen an Ducati oder an den Worauf achtet ihr da so? Also das Wichtigste sind tatsächlich die Felgen, dass die beim Reinfahren, weil du siehst dann das Gestell, wenn die da irgendwo hängen bleiben, die Felgen sind ganz wichtig, dass hier nichts ist, aber in dem Fall sind die jetzt nur staubig. Das ist ganz wichtig. Hier unten in dem Bereich, also bei der geht es ja aber so wie bei deiner, wo du den unterliegenden Auspuff hast, dass hier die Blenden sind, da darf nichts verkratzt sein. Und wie gesagt, eigentlich mal einmal drumherum schauen, aber wenn da Beschädigungen sind, dann siehst du es relativ gut. Aber tatsächlich Hauptaugenmerk liegt im Endeffekt auf dem Endtopf und hier Felgen. Das ist das, was am leichtesten beim Draufschieben kaputt geht. Theorie, wenn da jetzt ein kürzeres Kennzeichen, ein Halter dran wäre, dann wird es halt ein bisschen näher dran, aber müsste es ja theoretisch gehen. Die Blinker sind ja oberhalb vom Auspuff, also das wäre jetzt nicht die Problematik. Wenn du da eine Platte dran hast, dann hast du ein halbes Rad verdeckt. Das sieht dann komisch aus, ne? Definitiv, ja. Das heißt, theoretisch müsstet ihr da jetzt nur noch Spiegel dran bauen, Kennzeichen. Ja gut, Kennzeichen habe ich ja noch nicht da, aber was müsstet ihr jetzt noch machen? Spiegel, Lenkerenden, Batterie kommt rein. Dann ganz wichtig bei den Fahrzeugen, die haben einen Transportmodus drin, gegen Diebstahl gesichert. Also ohne Ducati-Tester kriegst du den Transportmodus nicht raus. Die springen nicht an, laufen nicht. Da hast du gar keine quasi Chance. ans System anschließen. Genau, da muss ich einen Tester ranmachen und dann. So Miguel, jetzt darfst du mir helfen. Ja, du musst das Motorrad halten. Ja, mach ich. Genau, halt es einfach mal fest. So. So. Jetzt habe ich sie. Passt. Jetzt können wir sie rausschieben. Genau. So, das Spiegeln sieht schon geiler aus, ne? Definitiv. So kannst du es dir dann vorstellen, wie es auf der Rennstrecke ausschaut. Ja. Ohne Kennzeichenhalter, ohne Spiegel. Ist schon eigentlich auch geiler. Aerodynamischer. Ja. Gibt es ja auch einen Terminioni-Auspuff für, ne? Für die Rennstrecke habe ich gesehen. Aber leider ohne Straßenzulassung.
Ja, Willst du ein bisschen erzählen, der Unterschied zwischen dem und dem Vorgängermodell? Ich meine, allein der Motor ist ja jetzt komplett anders, ne? Genau, also das Essentiellste, was an dem Motor anders ist, das ist ja mehr oder weniger jetzt abgekupfert von dem kleineren 937er Motor. Das ist ja eigentlich der Ursprung von dem Motor, beziehungsweise der den ersetzen soll. Der hat jetzt eine Steuerkette, ähnlich wie der Super Quattro bei deiner Panigale V2. Ich habe keine Desmotronik mehr, also ich habe keine zwangsgesteuerte Ventilsteuerung mehr. Dadurch hat man deutlich Gewicht gespart, auch Produktionskosten, deswegen ist es jetzt günstiger als die alte V2. 17 Kilo ist schon eine Ansage, ich habe das bei der Probefahrt gemerkt. Ja, das merkt man definitiv und damit haben sie es eigentlich wirklich gut geschafft. Und das Schöne ist bei dem Motorrad wirklich, dass laut Ducati ab 3000 Umdrehungen 80% von der Leistung ansteht und dadurch geht die halt aus dem Keller. Ist die andere V2 schon gefahren? Bist du schon gefahren? Ich bin die gefahren am Samstag, genau. Das geht schon gut, ne? Ja, tolles Motorrad. Ich habe die gemerkt, in den niedrigen Drehzahlen, so bis Hälfte vom Drehzahlband, hat die eigentlich schon so am meisten Power, ne? Ja. Eigentlich perfekt, um so Kurventraining so zu üben. Definitiv und auch einfach für, ich sage mal, als normales Landstraßenbike ist es eigentlich perfekt, weil die Leistung sehr, sehr früh da ist. Na, tolles Motorrad und ich finde es eben auch die neue Auspuffführung gefällt mir sehr, sehr gut. Das Schöne ist, wenn man den Terminioni nimmt, da läuft dann die Auspuffanlage nicht mehr hier außen entlang, sondern die geht hier innen durch. Also ich habe dann den Auspuff nicht neben der Schwinge, sondern hier hinten drin, verläuft dann der Terminioni-Auspuff und das ist schon... Ja, nur leider ohne Straßenzulassung, ne? Leider ohne Straßenzulassung. Wenn man es als Rennbike nutzt, das ist toll, aber ansonsten gäbe es noch die Terminioni Endschalldämpfer. Da habe ich jetzt noch keine Erfahrung, wie sich das anhört. Ja, Unterschied V2, V2S ist Öhlins Federgabel, Öhlins Fahrwerk. Genau. Lenkungsdämpfer haben wir nicht, ne? Ne, Lenkungsdämpfer haben wir bei dem Fahrzeug nicht. Ansonsten gibt es ja noch mehr Unterschiede? Ne, bei der V4 ist es tatsächlich so. Da haben wir aber auch mehr Aufpreis. Da sind bei der S noch Schmiederäder mit dabei. Aber die kostet ja dann deutlich mehr. Okay. Was machen wir jetzt? Lenkerenden drauf oder Luftdruck prüfen oder was machst du als nächstes? Also jetzt theoretisch, wenn wir sie an den Kunden ausliefern, schicke ich es in die Werkstatt, dann nehme ich mir das Paket, baue die Spiegel hin, die Lenkerenden hin, mache halt die ganze Plastikschutz weg, Batterie rein und dann kommt erstmal der Transportmodus raus. Dann wird nochmal alles durchgecheckt, also alles mit Drehmoment anziehen, Kette geprüft, genau, Bremssattel, also alles noch nachgezogen und dann muss ich Probefahrt machen und wenn dann alles in Ordnung ist, dann kann ich das Bike an den Kunden übergeben. Würdest du sagen, dass das ein Fahrzeug ist für einen Anfänger? Ja, definitiv. Also wenn ich jetzt nicht gerade im Sportmodus fahre, dann lässt sich die Leistung sehr, sehr gut dosieren. Und ich kann mit dem Motorrad alles machen. Durch die sage ich mal, höheren Lenker wie bei der alten V2 ist jetzt auch ein bisschen tourentauglich, also auch für längere Fahrten gedacht. Ich kann einen Tempomaten als Paket dazu buchen. Dann habe ich hier die Tempomat-Funktion freigeschalten. Und ja, also definitiv auch ein Anfängerbike. Ist der Pitlane Limiter mit dem Tempomat im Paket gekoppelt oder ist er immer drin? Weißt du das? Der Pitlane Limiter ist theoretisch immer drin. Und also natürlich, wenn ich auf der Rennstrecke fahre, brauche ich keinen Tempomaten, dann lasse ich das natürlich weg. Aber ansonsten ersetzt der praktisch die Funktion vom Pit-Limiter. Genau, also jetzt nehmen wir das Fahrzeug in Betrieb. Heißt jetzt erstmal die ganzen Folien runter. Alles, was praktisch gegen Transportschäden schützt. Anschließend, in dem Fall ist es jetzt bei dem Fahrzeug so, dadurch, dass die eine Lithium-Batterie hat, ist die schon verbaut, die muss man nur noch anklemmen. Wenn das Fahrzeug eine normale Bleisäurebatterie hat, dann muss man die Batterie erst in Betrieb nehmen und befüllen. Und dann ist die auch extern in dem Lieferpaket mit dabei. Ist die jetzt schon vorgeladen dann quasi? Lithium-Batterie, die ist voll, ja. Das ist jetzt fast wie Handyfolie abziehen. Genau, die ganzen Sachen weg. So. Da geht's. Ne, geht. Das ist jetzt eigentlich das Entscheidende bei dem Fahrzeug. Bei dem, wo haben wir hier eine? Oh, da sieht man es jetzt schlecht. Du hast ja wie bei deiner, hast du hier, von da oben könnte man sehen. Hier unten ist von da oben, wenn du reinfilmst, hier ist ein Drucksensor, hier. Und sobald praktisch das Fahrzeug merkt, dass du schalten willst, kriegt ihr praktisch das Sensor einen Druck ab, dann nimmt das Fahrzeug die Zündung weg und ermöglicht sozusagen das Schalten. Hier bei dem Fahrzeug haben wir keinen Drucksensor,
sondern bei dem funktioniert der Quickshifter rein über den Gangpositionssensor. Also der merkt praktisch, wo die Schaltwalze sitzt und ermöglicht so praktisches Schalten. Funktioniert besser tatsächlich und im besten Fall dann auch ohne Fehler, weil die Drucksensoren sind schon ab und zu mal kaputt gegangen, aber bei denen dürfte jetzt eigentlich dann nichts mehr fehlen. Kann ich da die Fußrastenposition einstellen? Nee, bei der nicht. Bei der, okay. Genau, das sind jetzt die Spiegel. Aber die verbaue ich dann erst später, weil das jetzt ziemlich schwierig ist. Aber die werden dann im Endeffekt bloß reingesteckt. Ist auch nicht mal eben gemacht, ne? Nee, das geht nicht mal eben so schnell. Und dann Ja, da sind auch die Blinker in den Spiegeln drin. habe ich dir vorhin einen Schmarrn erzählt. Das ist nur bei der Panigale V4 so. Ah, okay. Ich dachte, da die fast denselben Scheinwerfer haben, aber das ist bei der Panigale V2 nicht so genau. Die werden dann hier verbaut. Und jetzt können wir mal in das Zusatzpackage reinschauen. Und das ist jetzt dann das Entscheidende. Das sind jetzt seine Lenkerendgewichte. Die sind ja eloxiert, deswegen haben die glaube ich, damals einfach gleich weggelassen, damit die nicht beschädigt werden. Und jetzt kommen wir eigentlich zu den wichtigsten und das ist jetzt Batterie anschließen. Muss man vorsichtig sein, das ist oben in so Noppen drin. Aber das siehst du bei den Italienern, normalerweise, also wenn wir die wieder zusammenbauen, dann tust du halt einfach ein bisschen Silikonfett drauf, dass das wieder besser drauf flutscht und das machen sie halt nicht. Genau, und jetzt in dem Fall siehst du, du hast eine Lithiumbatterie, die ist in den Fahrzeugen schon drin. Sind hier bloß die Pole abgedeckt. Jetzt müssen wir die bloß kurz raustun, die Polabdeckung runter. Aber ich finde es da hier vorne am Tank eigentlich angenehmer, als dass du die Sitzbank runterbauen musst. Sagt er, ist gleich Transportmodus aktiv. Genau, Transportmode. Genau, und im Endeffekt, dass wir es ja jetzt fahrfertig machen können, wird jetzt nochmal alles geprüft. Also hier Bremssättel nachgezogen, Achse, Kette wird nochmal geprüft, alle Drehmomente auch an der Hinterachse nachgezogen, betankt und dann kommt eigentlich dann der Fahrtest. Und wenn das dann alles in Ordnung ist, dann wird das Fahrzeug an den Kundenarzt geliefert. Jetzt haben wir hier so ein Modell und das ist ja ein bisschen günstiger geworden als die vom letzten Jahr. Ich habe ja die V2 Troy Bayliss, die hat auch ein Öl ins Fahrwerk und so weiter drin. Die war bei 23,8, als ich sie gekauft habe. Wo liegen wir bei dem Motorrad? Für wen ist das geeignet? Also prinzipiell geeignet würde ich sagen fast für jeden, der sich das auch leisten kann oder leisten will. In der Standardvariante sind wir hier bei 16.500 Euro. Und so wie es jetzt hier steht, mit Öl ins Fahrwerk sind wir bei 18,8. Genau. Ja, plus Liefernebenkosten, aber jetzt hat 16,5 ist es in der Standardvariante. Das Öl ins Fahrwerk ist bei den Ducatis dahingehend gut für den Werterhalt. Jetzt unbedingt zum Fahren. Das andere Fahrwerk ist auch voll einstellbar, also das kann ich auch komplett auf mich personalifizieren. Öl ins Fahrwerk ist ja bei Ducatis einfach mal wertstabiler. Von dem her wenn muss man das wieder verkaufen möchte, ne, genau. ist es besser verkauft. Ja. Eine S generell hat sich in den letzten Jahren gezeigt, kriege ich immer besser verkauft und wem jetzt das wichtig ist, der sollte auf jeden Fall eine S nehmen. Ansonsten, wer sagt, ich will halt einfach nur fahren und mir reicht ein normales Fahrwerk auch. Ist ja auch ein gutes Fahrwerk. Will ich die Standardvariante nehmen, kann ich mir noch mal ein paar tausend Euro sparen und würde das vielleicht in Zubehör oder irgendwas anderes investieren. Ja, ich muss auch sagen, viele werden sich jetzt denken, boah krass, wie kannst du eine Panigale für 16.000, ist das überhaupt vernünftig so, weil die sind ja eigentlich deutlich teurer. Ja. Aber ich muss sagen, für das Geld bekommst du schon echt viel Motorrad. Ne? Also ich bin die ja Probe gefahren und ich finde, die hat sich echt wie ein hochwertiges Motorrad gefahren, auch wenn die günstiger ist als die Vorgängermodelle. Ja, definitiv. Also wie gesagt, an der Qualität haben sie jetzt ja nicht nachlassen, sondern haben jetzt einfach eben ein neues Motorkonzept erstellt. Der Motor ist günstiger geworden durch die fehlende Desmotronik, natürlich auch leichter und auch, sag ich mal, in der Produktion preiswerter. Dadurch haben sie halt einfach den Preis ein bisschen senken können und ich finde es schön, dass es auch mal jetzt in 2025 ein Motorrad gibt, das günstiger geworden ist und nicht teurer. Das war ein gutes Argument zum Kaufen. Ja? Es ist günstiger geworden, ja, du kriegst Ja. eine günstigere Panigale. Ja, Jetzt wirklich. kann sich das eigentlich jeder, der sagt, ich möchte in Ducati Supersportler Definitiv, einsteigen, ja. nur du musst halt keine Supersport mehr kaufen, dann kannst du eine Panigale kriegen für 16 Genau. ungefähr. Und ich muss halt keine 23.000 hinlegen, sondern kann eben für 16.000 echt gut, schnell und eben auch Ducati fahren halt einfach. Ja. Für 16.000 hast du halt das in den letzten Jahren halt keine Supersportler gekriegt halt. Und deswegen ist das, glaube ich, definitiv ein Motorrad, das man im Auge behalten sollte, wenn man
in die Supersportszene einsteigen will oder vielleicht eben auch, jetzt hat man in den neuesten Tests von Ducati in Sevilla hat man ja gesehen, dass die sehr, sehr rennstreckentauglich ist. Und ich habe ja Ducati-typisch einfach von Werk aus gute Komponenten. Ich habe Brembo-Bremsanlage, ich habe Pirelli-Bereifung, ich habe einfach von Grund auf ein sehr, sehr solides und hochwertiges Motorrad. In dem Fall auch für weniger Geld. Wenn man sich jetzt so ein Motorrad kauft, als Fahranfänger zum Beispiel, ich meine, mit 24 kannst du ja offen fahren, wenn du das einen Großführerschein machst, mit welchen fortlaufenden Kosten muss man da rechnen bei so einem Motorrad? Bei der ist es tatsächlich so, dass du durch die Desmotronik hat die längere Wartungsintervalle. Also ich habe alle 15.000 Kilometer einen Ölservice. Die hat ja keine Desmotronik. Eben durch die fehlende Desmotronik. Also durch die fehlende Desmotronik okay. Hat er die längere Wartungsintervalle. Also prinzipiell sind die günstiger im Unterhalt als die älteren Fahrzeuge, als die alte Panigale V2. Also die fortlaufenden Kosten sind geringer. Ich habe weniger Hubraum, was auch in der Versicherung günstiger ist und auch in der Steuer. Also eigentlich rundum ein günstigeres Fahrzeug für fast denselben Fahrspaß. Ja. Jetzt steht hier drauf, ich kann E10 und E5 tanken. Ist es empfehlenswert, bei neuen Motorrädern Super Plus zu tanken oder ist es nicht notwendig? Prinzipiell ist ja beim Super Plus ja nur dieser ROZ-Wert interessant. Aber jetzt ich würde mindestens E5 tanken, Super Plus ist natürlich immer gut, aber E10 für mich auf keinen Fall. Aber würde sich anbieten, Super Plus zu tanken, klar, wenn man das Geld ausgeben mag. Aber wie gesagt, wenn man so ein Liebhaberfahrzeug fährt, dann würde ich auch in der Regel eher Super Plus tanken. Die Vorfähre können wir gerne mal anschmeißen, dann kannst du einmal Sound aufnehmen. Der ist doch noch gar nicht warm. Das aber ich finde, wenn die warm ist, hört es nochmal anders an. Wenn du da mal wartest, bis der Auspuff mal gescheit ausbrennt ist, wenn die mal so 5.000, 6.000 Kilometer drauf ist, dann wird die bestimmt richtig klangvoll. Aber das kannst du ja von Euro Plus auch nicht, 5 Plus nicht erwarten, dass da jetzt ja übelst das Brutale rauskommt. Aber die wird dann schon anfangen zu knallen. Also haben wir bei der Hyper, das ist ja auch, die Hyper Mono ist ja auch eine Euro 5 Plus. Und nach ein paar tausend Kilometern fängt die dann schon an zu ballern. Wie du gemerkt hast, ich habe einige blöde Fragen gestellt, aber es gibt ja keine blöden Fragen, weil es gibt Menschen, die haben das gelernt, die stehen für solche Fragen zur Verfügung. Ich habe was anderes gelernt. Ich bin aber leidenschaftlicher Motorradfahrer und wenn du Bock hast auf mehr Videos, vielleicht ein paar Fahreindrücke von der neuen Ducati Panigale V2S, dann abonniere doch jetzt den Kanal. Das ist für mich ein klares Zeichen, dass du mehr Videos sehen möchtest. Und wenn du möchtest, stelle ich dir auch gerne mal das andere Motorrad vor, die Ducati Panigale V2 Troy Bayliss von 2023. Ist ein ganz anderes Motorrad, noch mit der Desmodromic. Wenn du möchtest und auch der Rupert dir gefallen hat, der hat ja auch echt viel Ahnung, dann schreib doch mal in die Kommentare, ob du mehr wissen möchtest, auch ob dich mehr technische Dinge interessieren, ob du einfach nur ein paar Fahreindrücke haben möchtest, ob du Videoblogs haben möchtest, also so Motovlogs. Ich habe eine ganze Menge Kameraequipment und wenn du möchtest, mache ich für dich in Zukunft mehr Videos. Also wenn du möchtest, dass mehr Videos in Zukunft kommen, dann abonniere doch gerne jetzt den Kanal. Das ist für mich ein klares Zeichen, dass du mehr sehen möchtest. Danke, dass du eingeschaltet hast und bis zum nächsten Video. Ich bin übrigens Miguel, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt.